Große Premiere bei Etrusco, der UC 5.0 XR. Und Sandra, die smilet hier übers ganze Gesicht, denn was ist deine Aufgabe bei Etrusco? Ich bin Produktmanagerin bei Etrusco, also sprich Ansprechpartnerin für alle unsere schönen Fahrzeuge hier auf der Messe. Und dazu gehört natürlich auch hier unser neuestes Mitglied in der Etrusco-Familie, der UC 5.0 XR. Ja, Produktmanagerin heißt, du bist unter anderem mitverantwortlich dafür, dass solche Produkte entwickelt werden, oder? Genau, da für die Produktentwicklung, aber natürlich auch für die Weiterentwicklung bestehender Produkte. Also das sind ein paar meiner Aufgabengebiete, darunter natürlich fallen noch viele weitere. Absolut, ja. Ihr seid kein Riesenteam, muss man sagen. Klar, in der Fabrik, die das bauen, da sind es ganz, ganz viele, aber Marketing, Koordination, Vertrieb und so weiter. Also, Fahrzeug kostet 56.999 €. Und Besonderheit ist hier natürlich die Höhe. Ich habe eine Höhe von nur 2,06 Meter. Gilt das auch für die Version mit Aufstelldach oder ist die einen Ticken höher? Wenn ich das Aufstelldach aufgefahren habe, dann bin ich natürlich jetzt in der Stehhöhe höher, aber das ist mit dem Aufstelldach die Gesamtaußenhöhe 2,06 Meter. Okay, du weißt, Flughafen Frankfurt 2,10 Meter, darfst du reinfahren. Ich fühle mich da immer so ein bisschen unwohl, wenn das 2,06 Meter sind und es sind 2,10 Meter. Da gucke ich lieber nochmal nach, ob der Reifendruck vielleicht nicht so hoch ist und so weiter. Aber mit dem Auto hier, das kannst du wirklich als ganz normales Auto benutzen, ne? Kann ich als normales Auto benutzen, genau. Es kommt auch schon bereits als normales Auto, also auch mit der ganzen Ausstattung. Jetzt in der Serie habe ich jetzt beispielsweise die Sitzbank nicht mit drin. Die kommt dann über die Complete Selection oder über das Komfortpaket. Sprich, ich habe einen ganz normalen PKW mit vorne Fahrer-Beifahrersitz und habe hier wirklich eine Riesenfläche zum Zuladen. Wenn ich dann die Complete Selection habe, ich dann natürlich noch die Rücksitzbank, kann aber noch einen 5. und 6. Sitzplatz mit dazu bestellen, dass ich hier wirklich auch mehrere Personen befördern kann in dem Fahrzeug. Ist diese Reling unten da mit drin? Ist die dabei? Die ist in der Serie schon mit dabei, das Schienensystem. Ah, okay, das heißt, ich kann den Sitz auch später nachkaufen, wenn ich das Kann ich möchte. später nachkaufen, ja. Gut, steig mal bitte ein, dass wir das mal sehen. Denn hast du schon geübt mit dem Sitz eigentlich? Bist du fit? Habe ich schon ein bisschen geübt, ja. Sehr schön. Ich frage lieber vorher, bevor ich dich irgendwie auflaufen lasse. Ja? Denn man muss ein paar Sachen zeigen. Das ist eine geniale Konstruktion, die dabei ist. Hat mit der normalen Sitzbank gar nichts zu tun, denn das ist eine Lümmel/Schlafcouch. Ja, genau. Also über die Complete Selection habe ich jetzt entweder das als normalen Sitzplatz mit Isofix auch bereits drin, also gerade wenn man mit kleinen Kindern auch unterwegs ist. Und ich kann die halt auch noch umklappen, sprich kann hier mit bis zu 4 Personen auch schlafen in dem Fahrzeug. Zeig mal. Wie geht denn das? So, dann räumen wir mal hier das Kissen auf. Genau. So, ich ziehe jetzt einmal hier. Warte, ganz kurz. Was hast du gemacht? Du hast Ich ziehe einfach die Bank hier nach vorne. Ja. Da war nichts zu entriegeln. Das hast du einfach hochgezogen. Okay. Die habe ich einfach nach vorne gezogen, genau. Und dann nehme ich die und klappe die hier natürlich um. So, jetzt komme ich aber raus. Ja, komm raus. Natürlich kann ich die Sitzbank vor und zurück bewegen. Das mache ich jetzt hier nicht. Aber grundsätzlich würde es gehen. So. Ich zeige das mal gerade. Da unten sind nämlich so kleine Taster, da kannst du mit dem Fuß drauf treten. Dann Genau. wird die entriegelt und dann kann man die schieben. Genau, dann kann ich die vor- und zurückschieben, je nachdem, wie ich es brauche, einfach vom Platz hier hinten oder hier vorne, weil ich kann hier auch einen Tisch einhängen. Sprich, dann schiebe ich die ein bisschen weiter zurück und habe hier dann natürlich auch nochmal super Platz. Oder wenn ich jetzt das Bett umbaue, dann schiebe ich sie ein bisschen weiter vorne, damit ich nach hinten auch genug Luft habe für die Tür. Und dann? Genau, so dann betätige ich diesen Hebel und klappe diese Bank hier um. Und Okay. zum Schluss muss ich nur noch diese Bank hier hinten umklappen. So, komm, wir machen mal ein Fotofinish. Wenn du mal so lieb bist, leg dich mal drauf mit dem Bauch nach unten. Und jetzt, Ich hier ganz schön auch immer sportlich. du bist ja noch jung, du kannst das leisten. So, Druckverschlüsse. Sehr schön. So, genau, habe ich zum einen hier den Staufach, Platz. Genug, was ich alles brauche für die Reise. Also hier wirklich viel Platz. Hier unten ist der Gaskasten mit drin. Okay. Eine 2,75 Kilo Gasflasche. Du brauchst nicht mehr, die ist ja nur zum Kochen. Denn ich glaube, geheizt wird mit Diesel hier, gell? Genau, hier kann ich über die Complete Selection oder das Komfortpaket bekomme ich die Dieselheizung mit dabei. Ah, ich verstehe. Das ist so ein bisschen wie bei Volkswagen. Die Basisversion hat ja auch keine Heizung drin. Die hat ja nur das Schlafdach. Das Schlafdach kommt immer mit, oder? Schlafdach ist immer mit dabei, genau. So, und das Schlafdach hat ja die Funktion, wenn du die Bank nochmal zurückbaust, sei mal gerade so lieb. Was ist das eigentlich hier hinten, dieses Kästchen? Das ist ein Staufach, ein zusätzliches, das man hier einfach nochmal zusätzlich Ablegemöglichkeiten hat. Kann ich auch hier über diese Schienensystem vor- zurückschieben, mache es hier auf und habe hier wirklich nochmal
viel Platz nochmal dazu gewonnen. Das habt ihr selber gebaut, sehe ich. Denn das wird hier vorne reingeknebelt, dann auf die Airline-Schienen. Tolle Geschichte. Gefällt mir. So, und das ist, großes Thema ist ja Preis-Leistungs-Verhältnis. Was auch gut ist, ihr habt viele individuelle Lösungen, wie zum Beispiel die Kurbel hier hat einen festen Platz. Auch Tische und Stühle, die haben auch einen festen Platz. Das kennt man ja beim California. Und die sind hier mit eingehangen unter der Tür mit drin. Sind natürlich klein, aber ich sage immer, ist besser wie kein Stuhl. Ja, also hier haben wir unseren Tisch. Den kann ich zum einen innen einhängen. Was aber auch cool ist bei dem Tisch, der hat 3 Beine. Sprich, ich kann den auch draußen platzieren, muss den draußen nicht einhängen und habe dann meine Stühle noch dabei und schon perfekt bin ich gerüstet für einen Campingplatz. Gut. Du bist aus Baden-Württemberg, oder? Ich komme aus, ich wohne in Baden-Württemberg, ja. Der Dialekt ist bayerisch? Oder? Ja. Wo kommst du her? Ursprünglich aus dem Allgäu, aus dem bayerischen Allgäu. Cool. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist das für ein Dialekt? Weißt du, was cool ist? Du kannst hier oben Sachen ablegen. Also das sehen wir nochmal, wenn du jetzt irgendwie am Kochen bist und so weiter, kann man als zusätzliche Ablage verwenden. Da hinten ist es Außendusche, was war's? Hier ist Außendusche, genau. So, Entschuldigung, falsch. Wassertank und Außendusche. Das heißt, du kannst duschen. Du kannst über die Außendusche, dann gibt es ja im Zubehör, glaube ich, hier so ein kleines Zelt, das kannst du rummachen, da kann man außen duschen. Ja, genau. Gut, so, dann werden wir jetzt mal nicht alles öffnen, aber ihr habt die Originalfenster natürlich hier mit drin und wir bauen diese Sitzbank nochmal zurück. Heißt, du ziehst einfach nur hoch. So, man hört auch schön, wie es einrastet. Sehr schön. Also ich habe jetzt schon Vertrauen zu der Produktqualität. Sieht fast aus wie eine Schnirlebank, aber ist wahrscheinlich von der Qualität her dieses Stahlunterbau. Das Ganze hat ja eine Besonderheit. Das ist nicht nur eine Sitzbank, sondern das ist ein zugelassener Gurtplatz. Und die müssen natürlich besonders gegen Crashs und so weiter gesichert sein. Da habt ihr euch natürlich einen Hersteller rausgewählt aus dem Katalog, der das gut kann. Ja. Und jetzt komme ich mal rein. Ich bin ja 1,85 Meter mit Schuhen. Und du siehst, Sandra, mach mal die Hände in die Höhe. Du kommst gar nicht dran, oder? Also ich muss wirklich auf die Zehenspitze, wenn ich hier hoch möchte. Das stimmt, ja. Jetzt bist du, aber das ist der Vorteil natürlich von dem Aufstelldach. Du hast also, wenn es mal regnet, hier Platz, um dich zu bewegen, musst natürlich Ordnung halten. Wenn du hier natürlich alles rumliegen lässt, dann ist so ein kleiner Raum natürlich schnell kaputt, ja. Aber kannst kochen, sag mal? Ja, hier kann ich kochen, habe hier eine Kocher-Spüle-Kombination. Auch schon mit integriert, mit Piezo-Zündung. Mit Piezo-Zündung, okay. Ich betone das so, weil das bei Etrusco nicht immer der Fall war. Oh ja, ja. Wir haben uns weiterentwickelt, auch bei Etrusco. Das sind nämlich diese Produktweiterentwicklungen, die ich vorhin angesprochen habe. Hast du gesagt, wir müssen irgendwann mit 23 auch eine Piezo-Zündung reinmachen. Genau. Dann habt ihr ein Lippert-Modul mit drin, das ist auch der Klassiker, die große Box, die mit drin ist. Also da ist auch ein Vorteil, die ist erprobt. Da geht es um das Thema Technik, Wassertanks und so weiter. Das könnt ihr. Ist das der erste Van eigentlich, den ihr baut? Oder habt ihr? Ja. Das ist der erste Van. Ist das ein Prototyp hier? Das ist ein Prototyp, ja. Ist gut geworden, finde ich. Also ich habe keine scharfen Kanten entdeckt bisher. Gut. Genau, so, dann haben wir hier einerseits die Dieselheizung, sieht man hier gerade. Genau, hier einfach Sport-Control-Panel. Und du hast gesehen, ich habe jetzt gerade hier ein bisschen Platz gemacht, weil wir hier natürlich auch noch was versteckt haben. Eine Isotherm. Das heißt, eine Profi-Kühlbox habt ihr hier mit drin, eine Kompressor-Kühlbox. Die macht richtig kalt, oder? Die macht richtig kalt. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie weit die runterkühlt. Also keinen Schrott genommen, das finde ich ja mal gut. Ja. Das ist wirklich aus dem Profibereich, kommt eigentlich auch aus dem Schiffsbau, findest du auf Sundecks und so weiter. Das ist eine tolle Box. Kompressor macht, ist wichtig. Also man kann hier so kalt machen. Ich glaube, du kannst sogar unter Null, geht auch. Ich weiß gar nicht, kann die frieren? Soll ich mal gucken? Minus. Ja, ich glaube ja. Die kann bis Minus, ja, die kann in die Minusgrade. Sehr, sehr kalt. Sehr schön, können wir uns darauf einigen. So, Produktentwicklung wäre natürlich nichts, wenn man nicht einen Dachhersteller, das sieht aus wie ein SCA-Dach. Ja. Ist ein SCA. Cool. Also dann noch einer der größten Hersteller für Dächer der Welt habt ihr gewählt. Da ist USB. Da ist USB dran, genau, ist einerseits die Leuchte und dann halt mit USB-Anschluss. So, und dann habt ihr Licht mit drin, ihr habt Lichtschienen mit eingebaut für das Licht. Das sind aber die Dometic-Schienen. Heißt, auch hier kann ich wieder, das sieht man hier sehr schön, das ist so ein USB-Adapter hier drin in der Schiene. Genau. Den kann ich auch noch zusätzlich bestellen, dass ich hier einfach nochmal eine Lademöglichkeit habe. Also dann habe ich zum einen hier und hier bei der Schwanenhalsleuchte, also
dass ich dann halt zum einen, wenn das Dach unten geklappt ist, natürlich laden kann oder auch hier direkt anhängen kann. Aber auch wenn ich oben schlafe, dass ich da das Handy anhängen kann oder das Tablet, je nachdem. Bärenstarker Motor, so viel kann ich sagen. Und die Automatik macht das Fahrzeug unglaublich agil. Es kann sogar noch ein bisschen was ziehen. Also es ist eigentlich ein toller Allrounder und er ist sehr, sehr, sehr leise. Fahrt ihr mal. Ja, also das auf jeden Fall. Also macht auch richtig Spaß, den zu fahren. Ein Komfortsitz, Armlehne ist mit dabei. Ja, das sind ja auch Fahrzeuge, die für lange Strecken dann auch da sind. Es gibt ja auch die Nutzfahrzeugversion hier von dem Trafik, also mit Kasten und allem drum und dran. Die werden dann auch schon mal richtig an den Ohren genommen von Menschen, denen er auch nicht gehört, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also genau. Und was halt auch cool ist bei dem Lenkrad, das findet sich halt auch wirklich überall auch wieder. Auch die ganzen Funktionalitäten, die finde ich wirklich bei Renault in den verschiedenen Baureihen, sage ich jetzt mal. Das heißt jetzt beim Trafik oder beim Master oder bei einem ganz normalen Clio. Du meinst den Radioknobel zum Beispiel? Den meine ich zum Beispiel. Ja, den gibt es nämlich hier hinter. Das ist eine unsichtbare Fernbedienung für das Multimedia-System. Kann man Songs vor- und zurückspielen. Er hat natürlich Klimaanlage mit drin und ein schönes großes Display. Also alles, was das Herz begehrt. So, wir schließen mal das Dach und ich mache das mal gerade. Dann, ja, wenn du es mir gerade übernimmst für mich. Warte mal, ich gehe mal tiefer. Ist alles frei? Guck mal. Ja, das ist alles frei. Alles frei. Noch ein kleines Stückchen. So. Was ist hier drunter eigentlich? Hier habe ich nochmal zusätzlich Ablagefläche. Einfach, hier habe ich einen Besteckkasten, Ablagefläche, also das kriege ich hier alles unter. Und hier kann ich in diese Schiene kann ich dann eben den Tisch einhängen. So, ich fahre mal hoch, dass wir das Ganze mal sehen. Und das ist jetzt die Liegefläche hier, die ist natürlich größer wie unten. Ja. So, hier habe ich dann insgesamt 3 Fenster. 2 kann ich öffnen. Und das hier kann ich auf jeden Fall alle verdunkeln. Und ich habe einen großen Griff mit dran. Und 2 Sicherungen sehe ich jetzt hier dran. Das heißt, du hast doppelte Sicherung hier. Ja, das auf jeden Fall, genau. Kann ich ganz einfach rechts und links. Also ich kann das Dach runterziehen und dann hier sichern mit den beiden Sicherungen hier. Also rechts und links, genau. Jetzt kommt es aber noch besser. Es ist ein Cabrio-Dach. Das heißt, du kannst es komplett öffnen. Ja, genau. Das ist nicht das Billigste, aber ihr habt euch für die Variante mit großem Dach entschieden. Komm, wir machen es nochmal hoch, dass wir das mal sehen. Hier gibt es nämlich einen kleinen Reißverschluss. Wenn du es nur mal andeutest für mich, dann können wir es mal sehen. Also wenn ihr mal am See seid und die Stechmücken sind euch egal, dann kann man es hier auch komplett aufmachen. und dann komplett anheben und die Kids können dann wirklich ins Freie gucken. Wahnsinnsfeeling, wenn dann nicht die Plagegeister wären. Aber es gibt ja Gebiete, da sind keine Stechmücken. Cool, wir sind durch. Gefällt er dir? Mir gefällt das sehr, sehr gut. Also ich freue mich auch, dass wir ihn jetzt heute hier mit auf der Messe dabei haben. Ich finde cool den Außenduschanschluss, weil der schafft natürlich, dass du dann auch duschen kannst draußen, wenn es mal warm ist. Würde ich hinten den Vorhang einfach drum machen, da gibt es so Magnetdinger und fertig. Und die Außendusche ist halt auch schon in der Serie mit drin. Ja, es gibt übrigens für das Auto hier von Project Camper Verdunklungsmagnete. Hast du die schon gesehen? Verdunklungsmagnete? Die Ja, habe ich tatsächlich nicht gesehen, gibt es, ja. aber Project Camper in Hamburg, ja. Wir haben die Verdunklung auch schon. Habt ihr schon mit drin? In der Complete Selection oder im Komfortpaket haben wir hier für überall für das ganze Fahrzeug Verdunkelung mit dabei. Komplett mit dabei. Okay. So, da sind wir. Nee, ich habe muss man ja sagen, ich habe einen VW-Bus und da ist so Project Camper ist so immer gesetzt, ja, weil die haben diesen außen schwarz und so weiter. Aber das habt ihr alles im Programm. Das ist alles mit dem Programm, das sehen wir auch hier wunderbar. In der Complete Selection haben wir hier die Verdunkelung, Wohnraum und Fahrerhaus auch schon mit drin. Sehr schön, die kriege ich aber auch extra, wenn ich will. Die kriegst du auch extra, ja. 56.999 € und das Ganze ist verfügbar ab wann? Das ist so ein bisschen auch von der Konfiguration abhängig, so ab nächstem Jahr Frühjahr. Frühjahr. Das heißt also, im nächsten Jahr habe ich einen. Ist ja jetzt der Prototyp auf der Messe. Ist ja nicht so, dass das Ganze jetzt sofort vom Band läuft, sondern ist der gerade erst fertig geworden, oder? Der ist frisch fertig geworden, ja. So, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind am Stand von Etrusco. Abonniert bitte German Television. Prüft mal bitte nach, ob ihr abonniert habt. Viele gucken uns und haben gar nicht abonniert. Es kostet nichts. Drückt auf die Abo-Taste. Ich würde mich unglaublich freuen. Und ich danke auch dir, Sandra. 25. August 2023. Noch 10 Tage.
beziehungsweise 9,6. Ja, haben wir noch vor uns und wir freuen uns natürlich riesig hier die ganze Zeit mit den Fahrzeugen hier. Und auf die vielen Besucher freuen wir uns natürlich hier auf der Messe. Ja, wenn ihr denn die Halle 6 findet, denn das ist ein bisschen komisch hier mit der Halle 6, ja, weil die Halle 6, die Halle 5 siehst du, das ist die Premium-Halle, aber die Halle 6 ist so versteckt hinter der Halle 5 und der Halle 7a. Also es ist so ein bisschen, aber ich sehe schon, viele haben euch gefunden. Es lohnt sich auf jeden Fall, auch die Halle 6 zu suchen, wenn man sie nicht direkt findet. Ist hier nur Hymer eigentlich oder praktisch Marken aus dem Hymer-Konzern viele? Es sind alle Marken oder viele Marken aus dem Hymer-Konzern, ja. Tschüss. Tschüss.